Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Ja, herzlich willkommen wieder zur nächsten Visite-Sendung und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Danke Ihnen auch sehr herzlich für die mich erreichten Fragen und will gern heute auf eine Frage antworten, beziehungsweise die Dame ist 53 Jahre alt und leidet seit dem 18. Lebensjahr unter Migräne und Kopfschmerzen. Sie beschreibt auffallend, dass diese Migräne immer rechtsseitig den Kopf belagert. Sie ist verbunden mit Übelkeit, mit Schmerzen und teilweise auch Erbrechen. Es beginnt immer wieder mit Kopfdruck und schon mit einer gewissen Appetitlosigkeit am Morgen. Es hat sich alle 6 bis 8 Wochen immer wiederholt. Sie selber hat 2 Kinder. Die beiden Schwangerschaften waren die Migränen deutlich besser. Das ist ein wichtiges Indiz. Vor und nach den Schwangerschaften dann die Antibabypille, dann auf die Mirena-Spirale umgestellt. Später dann, Anfang 2019, diese Spirale entfernt. Seitdem kommt die Migräne bzw. die Menstruation in diesem Falle nur noch selten. Also sie ist jetzt langsam in der Menopause. Früher in der Schulzeit schreibt sie immer wieder Blasenentzündung und Bauchschmerzen. Nun ist es ja so, Migräne, Kopfschmerzen sind ein Thema, das können wir mal so wie in eine Käseglocke passen, aber die Ursachen sind schon sehr different und auch sehr, sehr unterschiedlich. Und es möge ja wohl gar kein Weg daran vorbeigehen, zu erkennen, was denn hier wirklich auch kausal die Ursache ist. Und das Erste, wofür ich also plädieren würde, was diese Patientin einfach nochmal bedenken muss, es waren schon immer Verdauungsbeschwerden da. Also Verdauungsbeschwerden hinsichtlich einer Verdauungsstörung. Dahinter können Nahrungsmittel unverträglich sein, die eine entzündliche Spätreaktion machen. Also in jedem Falle bitte wirklich das Gluten, das getreidehaltige Gluten oder glutenhaltige Getreide aus der Ernährung bitte unbedingt nehmen. Das ist ein wichtiges Indiz für das Erkennen von Entzündlichkeiten im Darm und damit schaltet man wenigstens den Risikofaktor aus für eine erhöhte Zellmembran-Peramylität in der Schleimhaut. Dieses Gluten ist das Eiweiß, ferner das Milcheiweiß würde ich deutlich reduzieren, also Kuhmilch und Kuhmilchprodukte als auch Zucker. Und dann ist vielleicht auch schon erstmal gut, weil damit kann sich zumindest ein auf Nahrungsmittel Entzündungsreaktion nach 4 bis 70 Stunden etwas entlasten. Wenn die Migräne aber rechtzeitig ist, dann müssen Sie immer an die Leber denken. Die Leber ist rechts. Das heißt, jegliche Überforderung der Leber wird sie Ihnen durch eine entsprechende Symptomatik auch äußern. Nun ist die Entlastung, die über die Migräne stattfindet, in der Vergangenheit auch die Menstruation, die immer wieder auch entgiftet, die Nieren, die helfen, durch ausreichende Trinkmenge zu entgiften. Das ist schon ein in sich geschlossenes System, welches sich miteinander hilft. Und trotzdem muss die Leber in eine gewisse Schwäche über Jahre und Jahrzehnte gekommen sein, dass sie ihrer Aufgabe nicht gerecht wird. Eine Migräne ist eigentlich immer erst dann das Thema, wenn auch der Leber-Galle-Meridian schwächer wird. Es sind immer ganz typische Kopfschmerzen, die ziehen vom Nacken hoch
und die haben einen vernichteten, pulsierenden, starken Schmerz, der teilweise, Erbrechen ist typisch, ne? Entlastung. Ich kann jetzt auch nichts mehr essen. Also die Leber sorgt schon dafür, dass sie ihr nicht noch zusätzlich Arbeit aufmanövrieren. Und wir haben in den vielen, vielen Jahren, ich arbeite in der Klinik natürlich über die Leber in der ersten Instanz. Das heißt, alles, was ich im Nachhinein für einen Menschen erreichen möchte, dafür muss ich erst mal sorgen, dass es der Leber gut geht, weil die Leber ist so die dramatische Schlüssel oder die dramatische Drehscheibe für den Stoffwechsel. Das heißt, wenn die Leber in ihrer funktionellen Kraft nicht ausreichend da ist, dann werden Sie es auf ganz Ebenen spüren. Und wenn es alle 6 Wochen lang Kopfschmerzen oder Migräne sind. Dafür hat die Leber zu viel mitzureden in Fragen der Entgiftung, der Stoffwechsel, sag ich mal, Realisierung im Rahmen der Herstellung von Antikoagulantien für die Blutgerinnung, für die Zirkulation. Die Leber speichert das Eisen ein und vieles, vieles, vieles mehr. Und wenn seit der Kindheit, und das war schon immer ihr Schwachpunkt, soweit ich das aus diesen Zeilen entnehmen darf, war der Darm immer wieder ein Schwachpunkt. Und wenn sie als Kind auch mit Tieren lebten, mit Katzen, mit Hunden oder auf dem Bauernhof, wie auch immer, wenn sie seit Jahren und Jahrzehnten eine parasitäre Belastung mit sich tragen, dann werden sie eine reduzierte Leberentleistung oder eine Leberleistung haben. Das heißt, das, was erstmal parasitär am Darm geschieht, hat wunderbar, wunderbar Platz in ihrem großen Gallengang, den wir im Ultraschall ja auch nur beurteilen können. Aber es bestehen hier auch noch hunderttausende kleine Gallengänge, die in diesen großen Gallengang einfinden, und dann läuft die Galle natürlich über den großen Gallengang in den Dünndarm. Sie wissen das nicht. Sie wissen nicht, was spielt sich hier ab. Und klinisch kann man das bitte überhaupt nicht am Ultraschall sehen. Klinisch kann man das auch nicht sehen in einer Stuhlprobe, ob da eine parasitäre Belastung ist. Das müsste mich sehr wundern. Das sind ja an 3 aufeinanderfolgenden Tagen Stuhlproben. Aber diese Frage der parasitären Belastung, da bitte ich Sie, der müssen Sie unbedingt nachgehen, weil das eigentlich Dinge sind, die ganz viele andere Dinge dann triggern. Es gibt Spulwürmer, es gibt Ropeworms, es gibt Seilwürmer, es gibt unendlich viele Parasiten, die natürlich, wenn sie sich einnisten können, auch immer wieder für diese Dinge sorgen. Übrigens hat unsere Leber auch mitzureden in der Hormonbereitstellung. Das heißt, ein schwächerer Leberstoffwechsel kommt auch langsam in eine Disharmonie in der Bereitstellung von ausreichend Hormonkraft. Und gerade in der Schwangerschaft haben wir ganz viel Progesteron. Progesteron hält das Kind. Progesteron ist ganz wichtig für die Entwicklung der Hirnreifung. Progesteron ist eines der wichtigsten Hormone, wenn die Regel eingeleitet werden sollte. Und wenn Sie jetzt schon mit 53, vielleicht ist es physiologischerweise noch nicht vorgesehen, dass Sie in die Menopause gehen, aber wenn Sie jetzt in der Menopause sind, dann muss ich Ihnen sagen, ist ein weiteres Entgiftungsventil geschlossen. Das heißt, die Menstruation regelt und reguliert. Man ist ja heute der Meinung, dass die Menstruation eigentlich nicht mehr so unmittelbar wichtig ist. Man gibt jungen Mädchen schon Antikontrazeptiva, auch dass die Menstruation stoppt. Ich frage mich, mit welcher Verantwortung tut man das? Weil ganz viele Frauen, gerade nach der Menopause, wo die Menstruation nicht mehr da ist, auf eine andere Ebene Krankheit verlagern. Also das, was vielleicht vorher gar nicht symptomatisch sichtbar war, wird jetzt sichtbar, weil der Körper nicht mehr regulieren konnte. Und eine starke Regel bedeutet natürlich, dass der Körper immer wieder Entlastung findet, was unglaublich wichtig ist.
Nun will ich Sie nicht aus einer Menopause holen, wenn Sie vielleicht physiologischerweise jetzt langsam in die Menopause kommen. Aber Sie haben zwischenzeitlich auch Hormone eingeschaltet wieder. Diese Hormone sind jetzt abgesetzt, beziehungsweise die Spirale. Und ich würde an Ihrer Stelle jetzt nochmal auch die hormonelle Situation, ich messe es immer sehr gern, die aktiven Hormone im Speichel, DHEA, Progesteron, Östradiol und diese Dinge würde ich messen, damit man sich darüber ein Bild macht, ob es hier auch ein Progesteronmangel vielleicht wäre, der auch natürlich dann auch eine gewisse Menstruation wieder noch einige Jahre regulieren kann, aber zum anderen auch positiv ist dann für die Behandlung dieser Migräne. Migräne kann auch ein Thema sein, dass die Leber überlastet ist und immer wieder werden Sie hören, wenn ich spreche, kümmern Sie sich darum, dass Sie kein Leaky Gut Syndrom haben. Das ist so permanent wichtig, dass man immer an der Wurzel beginnt, etwas zu verändern, damit sich ganz woanders etwas verändert. Und wenn Sie als Kind schon ein Leaky Gut entwickelten, und damals wussten wir überhaupt noch nichts davon, dann haben Sie natürlich parasitäre Belastung, auch bakterielle Belastung, toxische Belastung. Sie haben der Leber schon eine Menge auch zugemutet. Menschen, die zu uns in die Klinik kommen, egal mit welchen Krankheitsbildern, wenn sie 3, 4 oder 6 Wochen in der Klinik sind, haben am Anfang die Leberentgiftungswoche, weil ich will diese Gallengänge, ich will diese Nischen, die der Körper vielleicht für sich auch nutzte. Parasiten sind Trittbrettfahrer. Parasiten werden sich niemals Ihnen offenkundig zeigen und sie haben auch alle Mechanismen entwickelt, um vor dem Immunsystem auch geschützt zu bleiben. Und sie können auch gar nicht mehr vom Immunsystem angegriffen werden, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben. Und all das ist in so einer Leberentgiftungswoche auch ganz wichtig, damit man mal raus aus seinem Alltag ist, weg von seinem Druck, ernährungsmäßig sich runtermanövriert auf etwas, reduziert Eiweiß, der Körper macht auf und es kann alles in einen Fluss geraten und damit natürlich auch Ihnen wieder ein Stückchen Regulationskraft zurückgeben. Für meine Begriffe sehe ich solche Entwicklungen unglaublich stark, oft auch im Rahmen von Migräne und Kopfschmerzen. Und dann bin ich innerlich immer wieder nur dankbar und weiß, dass Patienten, die dieses Erlebnis einfach für sich beobachten, was sich verändert, bereit sind, es zu wiederholen. Und da kann ich an dieser Position nicht sagen, es ist wichtig jeden Monat oder wichtig jedes Jahr. Das wird sich immer individuell zeigen, was war möglich während dieser ersten Leberentgiftung. Was braucht es vielleicht am Anfang öfter und was braucht es vielleicht in der Zukunft nur noch einmal im Jahr. Aber ein Symptom ist nur ein Hinweis. Ein Symptom ist nie eine Krankheit und eine Krankheit ist nie ein Zustand. Eine Krankheit ist ein Prozess, den eigentlich der Körper wieder finden will in Richtung Gesundheit, weil mit der Migräne steigt natürlich eine Kompensationsmöglichkeit und das System beginnt sich endlich jetzt wieder zu entlasten. Und für meine Begriffe müssen Sie mit so einer großen und starken Belastung auch nicht leben, weil Ihre Kompensation ist einfach am Rande. Und 6 bis 8 Wochen, wir haben manchmal Patienten in der Klinik, die haben 2-mal pro Woche diese schweren Migräneattacken. Und es gibt kein Erfolgsrezept, was man aus der Schublade zieht und sagt, das musst du nur tun. Man muss nur wissen, dass man rein symptomatisch in der Therapie, im Wissen auch um die Ursachen, aber zum Beispiel durch hochdosiert aktives Vitamin B6 sehr gut einen Migräneanfall behandeln kann,
dann durch Q10. Q10 ist der Impulsgeber für die Energieproduktion auch der Nervenzellen. Wir geben unseren Patienten prinzipiell, wenn die in einen Migränezustand kommen, diese Dinge. Q10 dann aber bitte 300 bis 400 Milligramm. Achten Sie drauf, ein hochwertiges Q10-Präparat hat auch seinen Preis, weil es sehr schwer herzustellen ist. Teilweise wird es aus Rinderherzen hergestellt, aber der Klärungs- oder der Reinigungsaufwand ist so groß, dass eigentlich ganz viele Firmen Q10-Präparate anbieten, aber es ist einfach nicht hochwertig genug in der klinischen Wirkung dann. Oder Ubiquinol ist ebenso zu verwenden. Die Firma MSE hat da ganz hochwertige Präparate. Das ist ganz wichtig, auch wenn Sie schreiben, es fängt immer mit Kopfdruck an, Appetitlosigkeit. Wissen Sie, das ist auch so ein Leberzeichen in dem Moment, wenn schon hier der Körper signalisiert, jetzt bleib mir mit allem vom Acker, ich kann nicht auch das noch. Und dann triggert sich das einfach auf. Sie können das sehr, sehr gut unterstützen durch Einläufe. Also jeder nur im Anschub erwartete Migräneanfall oder auch eine Kopfschmerzsymptomatik, machen Sie sofort Kaffeeeinläufe. Und dann nehmen Sie einen Irrigator mit 500 oder 1000 Milliliter Wasser, geben da rein 3 bis 5 Esslöffel Kaffeekohle, die grüne Kaffeekohle von der Firma Veleda hergestellt, und führen das ganz leise rektal ein. Der Kaffee nimmt wahnsinnig gut Toxine auf in dem Darm. Der Kaffee aktiviert die Peristaltik. Alles, was aufgeht in die richtige Richtung, entlastet. Der Kopf wird freier. Und der Kaffee geht auch durch die Schleimhaut und stößt erneut Galle aus. Und wenn man jetzt die Leberreinigung macht, geht es ja auch um diesen Aspekt, die Gallengänge frei zu kriegen, dass mehr Gallensaft wieder zur Verfügung steht. Verdauungsschwäche, Obstipation, Verstopfung ist ein Gallensaft oder überhaupt Verdauungssäfteproblem. Sie können die Leber weiter unterstützen durch sogenannte Leberentgiftungsvormittage. Und an diesen Vormittagen steht man nicht auf und trinkt zuerst eine Tasse Kaffee, sondern man trinkt einen halben Liter Wasser mit Zitronensaft, macht sich am Vormittag auch ein frisches Apfelmus mit Datteln. Das können Sie einfach in den Mixer geben, die Äpfel so schön musig verrühren, die Datteln noch mit rein. Haben Sie im Blick, dass die Leber eine große Aufgabe nachts macht und sie will die Entlastung hier schaffen und sie muss es auch auf den Weg bringen können und sie muss es auch loswerden können. Deshalb sind das ganz wichtige Dinge, die Sie machen können und damit natürlich Ihre Intervalle erstmal auseinanderschieben, damit auch natürlich die Intensität der Migräneattacken. Das sind schon wirklich jetzt Prozesse, die Sie machen müssen und die Sie auch verstehen sollten, dass Sie, indem Sie den ganzen Körper mit integrieren in diese Therapie, natürlich immer mehr von diesem Belastungsberg abtragen. Es ist selbstverständlich, dass ich Sie bitte, darauf zu achten, dass Sie jeden Tag täglich 1-2 Mal, aber gut und ausreichend zur Toilette müssen und können. Ist das nicht der Fall, dann haben Sie zu wenig Verdauungskraft, dann ist es wichtiger denn je, dass so eine Leber entlastet und entgiftet wird und wieder ausreichend Gallensäuren zur Verfügung stehen. Denken Sie bitte auch daran, dass die Galle auch immer stimuliert werden will. Wir haben in unserer Ernährung kaum noch Bitterstoffe. Und Bitterstoffe sind zum Beispiel Wermut. Der frische Wermut war jetzt im Garten, einfach einen Wermuttee machen. Oder auch Absinthium, Artischocke, Löwenzahn. Das sind Urtinkturen zum Beispiel von der Firma Ceres, aber es gibt auch Bitterstoffe in allen Variationen. Als kleines Bitterstoffpulver, Kräuterpulver, einfach auf die Zunge ein bisschen einspeicheln. Das stimuliert. Und mit immer mehr Verdauungsenzymatik und Kraft kann der Körper besser haushalten. Also er braucht ja für den Ablauf seiner Lebensprozesse, auch seiner großen Verantwortung und auch Verdauungsarbeit,
braucht er natürlich entsprechendes Substrat. Und wenn Sie ihm das nicht gewähren, wenn diese Mechanismen einfach auch belastet sind, was Sie ja vielleicht noch gar nicht wissen, parasitär, dann leben Sie mit einer Belastung und haben immer wieder nur in bestimmten Abständen eine Signalisierung eines Problems, das Sie auch jetzt mit 53 Jahren und eigentlich trägt das Ganze schon seit dem 18. Lebensjahr immer wieder auch so seine Chronizität, dass Sie da wirklich erstmal hinschauen müssen, was ist denn eigentlich passiert. Denn in all den Jahren ist ja noch viel mehr passiert. Es ist ein Leben passiert, es sind Schwangerschaften geschehen, was ich gar nicht, doch 2 Kinder haben Sie. Es ist eine berufliche Entwicklung gewesen, es ist bestimmt auch Stress gewesen. Es ist, leben Sie in einer Stadt, dann sind Sie natürlich mit Cadmium, mit den Abgasen, mit so vielen Toxinen in einer Stadt belastet. Lassen Sie, und Sie müssen ganz besonders wissen, wie gut ist meine Leber eigentlich in ihrer Entgiftungsleistung. Und wenn Sie das verstehen, dann werden Sie vielleicht auch verstehen, warum Sie immer nur ein Glas Rotwein trinken können und nicht ein zweites, weil das bekommt Ihnen gar nicht. Aber wenn Sie wissen, dass Ihre Entgiftungsleistung sehr schwach ist, dann werden Sie auch alles irgendwo viel bewusster handeln, wo Sie sagen, da kann ich überfordert werden. Zum Beispiel jeder 5. Markenlippenstift enthält Blei. Wir haben über 400 Medikamente, die enthalten Aluminium. Wir haben so viel Phthalate, so viel Weichmacher. Das ist alles von der Leber zu bewältigen. Und ein Mensch, der wie Sie vielleicht auf diesem Sektor schon immer irgendwo seinen großen Schwachpunkt hat, erfährt über die Migräne in irgendeiner Form auch immer wieder das Signal zur Entlastung. Der Körper registriert es ganz genau, wo seine Belastungen liegen, aber versuchen Sie zu verstehen, was Sie tun könnten, um in diesem Rahmen seinen Prozess in irgendeiner Form zu reduzieren. Also ganz wichtig ist wirklich den Darm angucken, ein Leaky Gut Syndrom ausschalten. Lassen Sie bitte auch mal intrazellulär messen, wie viel Magnesium und wie viel Zink und wie viel Q10 Ihnen zur Verfügung stellen. Ich wage zu glauben, dass Sie da weitaus unterversorgt sind. Magnesium 600 Milligramm, Citrat 900 Milligramm bis 1200 beim Migräneanfall entspannt die Gefäße. Der Sauerstoff hat wieder die Chance, ins Gehirn ausreichend zu kommen und kann diesen Migräneanfall auch wesentlich noch reduzieren. Denken Sie immer daran, Magnesium braucht auch wahnsinnig viel die Leber, die Muskeln und natürlich auch die Nerven. Mit Migräne muss man eigentlich nicht leben. Wir haben nur heute den Fokus nicht auf die Dinge, die sie auslösen. Und die Dinge, die sie dann auslösen, sind auch nicht die Ursache, sondern sie bringen nur immer wieder das Fass zum Überlaufen. Und allein die Tatsache, in der Schwangerschaft war es besser. Allein die Anamnese, die einen dahin führt, glaube ich, gibt Ihnen jetzt genug in die Hand, diesbezüglich sich anzuschauen, die Dinge hinterfragen und natürlich auch dann in den Prozess der Behandlung einzubringen. Mir ist noch eins entfallen, denken Sie bitte auch an die Zähne. Die Dreierzähne jeweils sind die Zähne, die mit dem Leber-Galle-Meridian verbunden sind. Und ein sogenanntes Störfeld, ein toter Zahn, zum Beispiel auf diesem Dreierzahn, würde bedeuten, dass die Leber mit einer anderen energetischen Kraft arbeitet wie alle anderen Organe. Das kann ja vielleicht für einen Prozess, dem nicht so viel abverlangt wird, völlig ausreichen und dieser Mensch hat überhaupt keine Beschwerden. Das wird nur dann zum großen Problem,
wenn natürlich die Belastung für die Leber steigt, wenn sie die Investition in mehr Kraft eigentlich hier fokussieren will und sie ist nicht da. Und auch das ist ganz wichtig. Man hält an toten Zähnen in der Regel nicht fest, weil tote Zähne sind einfach Bakterienschleudern. Das sind Siphonosporen, Thioether, Merkaptane, die von einem toten Zahn ausgehen und die der Körper immer wieder auch entgiften muss. Und Phagozytieren nennt man das, wenn das Immunsystem damit belastet ist. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass der Meridian, der Leber-Galle-Meridian, damit so geschwächt wird. Und das ist ein entscheidender Energiefluss für alles, was auf diesem Meridian liegt, was dort in der körperlichen Anordnung auch versorgt werden will. Also ich finde es ja schon erstmal gut, dass die Spirale raus ist. Und ich bin jetzt nicht so glücklich hinsichtlich der monatlichen Blutung, dass die sich eingestellt hat. Aber vielleicht kommen sie durch diese diagnostischen Dinge, die ich denke, sind jetzt sehr, sehr möglich, hier an einen guten Erfolg. Und würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass sie auch mit 53 oder mit 54 jetzt mal ein großes Kapitel in ihrem Leben zuschlagen können. Aber wie heißt es so schön in dem Satz von dem Hans Kupper, Krankheit ist ein Symptom verirrten Lebens. Der Körper drosselt das Thema falscher Bewegung, denn nur verlangsamtes Leben findet den Weg zurück. Und er verweigert sich sämtlicher Oberflächlichkeit und zwingt das Leben in die Tiefe. Das ist ein großer Satz, aber er zeigt, dass das Leben, was sich jeden Tag neu erfinden muss, was jeden Tag neu die Voraussetzung schaffen muss und will, dass es gesund bleibt, dass dieses Leben auch geschützt und beschützt werden will. Und wir als Ärzte müssen erkennen dürfen, was ist in ihrem Körper geschehen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Aber sie sind diejenigen, die es dann in die Hand nehmen. Und wir müssen sie führen, so wie sie ihren Körper führen müssen. Und den können sie weder stressen, noch können sie den jagen, noch können sie dem vordiktieren, dass er also bitte bei dem Engagement, was sie an den Tag legen, jetzt endlich mal keine Migräne mehr produziert oder provoziert, sondern sie können ihren Körper nur führen. Und diese Führung und dieses Vertrauen, das sie in ihn setzen, glaube, wird sie auch von einer Belastung langsam und leise befreien, die vielleicht erstmal schon unglaublich leichter zu ertragen ist, wenn die Episoden nicht mehr so kurzfristig sind und von ihrer Symptomatik nicht mehr so intensiv. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wirklich ganz, ganz viel Erfolg und freue mich sehr auf den nächsten Sonntag und Sie alle anderen auch. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.